Vorbild. Die Firma Columbia Helicopter hat mehrere Modelle, ich denke auch vom Militär, aufgekauft und hat sie umgerüstet als Arbeitstier, zum Arbeitstier. Die haben also alles rausgeräumt, was Gewicht bringt, und hat sie umlackiert mit dem Schema Rot, Weiß-Rot. Ich habe mir eins ausgesucht, ein Vorbild. Ich glaube, die haben mit Sicherheit so eine 10, 15 von der Ausführung. Und nach dem Schema der P2-CHE lackiert. Bei diesem Modell wurden später auch Zusatztanks nachgerüstet. Wie man hier sieht, habe ich diese auch nachgerüstet und hier angebaut. Ich habe versucht, das Modell dem so gut wie es mir möglich war, dem Original nachzubilden. Die Antennen und hier das Staurohr, nehme ich an, ist das. Also ich habe Bilder gefunden im Internet und mein Modell danach gestaltet. Manchmal ist es notwendig für den Transport das Fahrwerk zu entfernen, weil die Höhe schon ziemlich hoch ist da von dem Tandem hinten. Und aus dem Grund sind hier die Radschuhe mit Magneten befestigt. Man braucht hier nur die zwei Schrauben lösen und diese Schraube, dann kann man das ganze Fahrwerk durch den Rumpf rausziehen. Dadurch wird das Modell um ca. 10-12 cm tiefer und man kommt durch die Heckklappe eines normalen Kombis. Das Cockpit habe ich auch dem Original nachgestaltet. Ich habe versucht, auch selbst die Instrumente nachzubauen, wie sie im Original sind, und habe sie dann auch beleuchtet. Viele Teile sind ja gezeichnet, selbst gezeichnet und 3D gedruckt. Dank Marco, der Sohn vom Klaus. Die vorn, die Abwechslungsblinker, die sind eigentlich Warnleuchten. Die werden nur eingeschaltet, wenn der Hubschrauber beim Locking ist. Das heißt, Bäume aus den Wäldern rausschleppt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick gekriegt über das Thema Tandem. Und jetzt wird er wieder eingepackt und es geht ab zum Fliegen. Okay, und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked mich, schreibt es mir in die Kommentare, wenn noch irgendwelche Fragen sind, abonniert mich und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.